Guten Tag, Frau Gerking. Schönen guten Tag, Herr Doktor. Wir sind ungefähr 6,5 Monate nach Ihrer gesichtsangleichenden OP und ich hätte ein paar Fragen. Die erste ist, was waren die Probleme, die Sie hatten, die dazu geführt haben, dass Sie überhaupt eine OP im Gesicht machen lassen wollten? Nun tatsächlich so ein bisschen das Passing-Problem. Also ich hatte dann im Alltag häufig die Erfahrung, dass wildfremde Menschen beispielsweise an der Bushaltestelle neben mir gestanden haben und mich so verwirrt angeguckt haben, so musternd. Und dann halt ganz häufig ein sehr unangenehmes Gefühl hatte, jetzt gerade in der Großstadt, man kann die Leute nicht wirklich einschätzen. Und ich auch, da ich bei uns in der Kommunalpolitik tätig bin und ich deswegen öfters auch öffentlich auftreten muss, ich dann häufig das Gefühl hatte, Hauptinhalt war nicht, was ich da sage, sondern eher so diese Verwirrtheit wegen des Erscheinungsbildes. Und das hat mich auf Dauer dann doch ziemlich gestört und auch ein bisschen zermürbt, und das hat dann zu meinem Schluss geführt, da ein wenig was verbessern lassen zu wollen. Ja, und warum sind Sie da zu mir gekommen? Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, wer bietet sowas überhaupt an. Da waren dann irgendwie die meisten, die es pro forma anbieten, dann auch schon raus, weil das, was sie als Operationsmethoden angeboten haben, mich nicht so wirklich überzeugt hat. Und bei denen, die dann übrig geblieben sind, habe ich mir dann die Ergebnisse angeschaut und auch die Erfahrungsberichte anderer Patientinnen. Und da waren sie tatsächlich vom Ergebnis her, was man sehen konnte, das Portfolio war sehr, sehr umfangreich und auch von den Erfahrungsberichten doch mit Abstand die beste Wahl. Und das Ergebnis, was halten Sie davon? Was hat es Ihnen gebracht? Ich finde das Ergebnis einfach nur sehr gut und sehr geil. Was hat es gebracht? Also ich werde von den meisten Leuten jetzt nicht mehr kritisch angesehen, sondern mein Passing hat sich deutlich verbessert. Ich bin dadurch auch sehr viel selbstsicherer im Alltag geworden, was für mich ein riesiger Zugewinn ist. Ich muss mir viel weniger Gedanken darüber machen, wie komme ich bei anderen Menschen an. Und so rein von der Optik her, ich habe da auch die Erfahrung gemacht, es ist auch wunderbar gelungen, meine Familiencharakteristika und meine Familienähnlichkeit zu halten, wo ich vorher ein bisschen skeptisch gewesen bin. Vor 2 Monaten war ich bei meiner lieben Mutter und hatte mir dann ein Foto angesehen, wo sie mich dann noch so als kleinen Pröks auf dem Arm gehabt hat. Und ich sehe fast genauso aus wie meine Mutter, wo sie in meinem Alter gewesen ist. Und das ist tatsächlich eine Leistung, die hätte ich nicht erwartet, und da war ich tatsächlich sehr sprachlos und bin es auch noch bis heute. Ja. Die Heilung, wie ist die verlaufen? Wie lange hat es gedauert? Hatten Sie Schmerzen? Hat es Komplikationen gegeben? Schmerzen hatte ich irgendwie die ersten 2 Tage nach der Operation. Danach war es bestenfalls so leichte Kopfschmerzen. So als hätte man irgendwie nicht genug geschlafen. Bei der Heilung selber gab es leider eine kleine Komplikation. Ich hatte dann eine Entzündung hier am Kiefer, die dann aber mit einfachen Antibiotika innerhalb von 3-4 Tagen komplett unter Kontrolle gebracht werden konnte. War ein bisschen nervig, aber nichtsdestotrotz, die Heilung ging dann schneller, als ich es zunächst vermutet hatte. So insgesamt so 4-5 Wochen. Da sah ich dann wieder vollkommen gesellschaftsfähig aus. Natürlich, die ersten 2 Wochen sah ich aus, als hätte mich ein LKW überfahren. Hat sehr viel Vertrauen von mir abgefordert, aber danach ging es wirklich steil bergauf. Und so einen leichten Veränderungsprozess merke ich auch jetzt noch. Also wenn man so Monat für Monat guckt, ein kleines bisschen, jetzt natürlich nicht mehr viel, ändert sich auch immer noch. Ja. Okay, Sie sind dann auch einige Zeit bei uns im Gästehaus gewesen. Können Sie darüber noch was erzählen? Wie war das? Das ist einfach ein wunderbarer Platz, um zu sein. Also ich bin immer noch von der lieben Petra, der daraufhin Bewohnerin des Gästehauses, voll und ganz begeistert. Die ist eine sehr nette Ansprechpartnerin, und ich habe natürlich dann als Deutschsprechende den Vorteil, sie spricht dann auch Deutsch, weil mein Englisch kann man keinem normal denkenden Menschen antun. Und immer da, immer lieb, immer nett, immer so ein bisschen betüdelt, und auch die Atmosphäre dort war echt voll super. Also man hatte dann halt noch so ein paar andere Patientinnen, und da konnte man sich, gut, teilweise in sauberen Englisch, sehr nett austauschen.
Und von der anderen Mitpatientin waren dann auch die Eltern mit da, was dann auch eine sehr lustige Runde gewesen ist. Und es war sehr tiefenentspannt, alle waren gut drauf, allen war es auch so ein Stück weit egal, dass man halt tatsächlich noch ein bisschen derangiert ausgesehen hat. Und es war einfach sehr schön und ich muss auch sagen, die ganze Umgebung war auch sehr, sehr angenehm und tiefenentspannt. Ja. Okay. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen und was würde das sein? Würden Sie irgendwas anderes machen, als Sie es gemacht haben? Ich hätte es 5 Jahre früher gemacht. Mhm. Nein, also die Entscheidung fiel mir sehr, sehr schwer, weil A, die Hürde ist ziemlich groß, man braucht auch sehr viel Vertrauen, dass da nicht irgendetwas schief geht und es gibt dann ja immer so Leute, die einem dann irgendwelche Horrorgeschichten auftischen, gerade im Internet. Und wenn man da selber noch nicht so ganz sicher ist, macht man sich da auch ein bisschen viel zu viele Gedanken. Und wenn ich jetzt eine Zeitmaschine erfinden würde, wäre ich nicht nur sehr reich, ich würde mir dann auch selber sagen, zurück ins Jahr 2005 und sagen, so, mach es. Also das Einzige, was ich tatsächlich bedauere, ist, dass ich es wirklich sehr viel früher gemacht habe. Es hätte mir auch in der ersten Coming-out-Phase auch sehr, sehr viel erleichtert im Alltag. Ja. Wenn Patientinnen, die Interesse haben an einer OP bei uns, mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchten über E-Mail, wäre das in Ordnung für Sie? Das wäre für mich in Ordnung. Okay. Vielen Dank für das Interview Sehr gerne. und genießen Sie Ihr neues Gesicht. Ne? Dankeschön.